In unserer heutigen Mittendrin-Reportage geht es in den Südwesten, nach Freiburg im Breisgau. Und zwar zu Menschen, die ganz buchstäblich erleben, wie es ist, mittendrin und gleichzeitig draußen zu sein. Im Stadtteil Weingarten haben Sinti-Großfamilien vor Jahrzehnten eine Heimat gefunden, in der sie gerne leben. Und doch fühlen sie sich von den Nicht-Sinti in der Stadt manchmal ausgegrenzt. Seit neuestem fürchten sie sogar, ihr Zuhause zu verlieren, weswegen sie wohl auch unserer Reporterin Jenny Rieger mit Misstrauen begegneten. Also ich komme gerade aus dem Ahornweg und die wäre bereit für ein Interview. Redaktionssitzung in einem Freiburger Hinterhof. Sterna Meinhardt und ihre Kolleginnen gehen einmal im Monat live auf Sendung, um über das zu sprechen, was ihnen wirklich wichtig ist. Die Belange der Sinti, die Belange ihres Volkes. Weil ihnen sonst niemand zuhört, weil ich da durch dieses Projekt eine Stimme sein kann, einfach auch mal gehört zu werden. No Country, No Land. Kein Staat, kein Land. So heißt ihre Sendung. Heimatlos hört sich das für mich an, zerrissen vielleicht sogar. Fühlt sie sich so? Es ist so, dass ich genauso deutsch bin. Ich weiß, was ich als Deutsche auch leisten muss und bin auch bereit dafür, wenn ich dafür mein Sinti-Dasein auch ausleben kann. Das Sinti-Dasein in Freiburg, hier spielt es sich ab. Im Schatten der Hochhäuser ducken sich ein paar niedrige Bauten. Rauch steigt aus den Schornsteinen, Holz liegt vor den Eingängen, denn Zentralheizung gibt es nicht. Und doch sind diese Häuser etwa 300 Sinti zur Heimat geworden, auch Edmund Reinhardt, trotz der Mängel. Man wollte uns schon länger auch mal Heizung in den Häusern machen, aber das Geld reicht angeblich nicht aus, das zu tun. Edmund Reinhardt war unter den Ersten, die vor gut 40 Jahren in die Siedlung zogen, in Häuser, die die Stadt Freiburg den Sinti zur Verfügung gestellt hat, als Wiedergutmachung für die Verbrechen der Nazis mit Wohnrecht auf Lebenszeit, so erzählen es die Sinti. Doch jetzt herrscht Verunsicherung. Im Ahornweg, dann hört man, dass die Häuser abgerissen werden sollen. Besuch im Ahornweg. Tatsächlich gibt es einen Bebauungsplan, der an dieser Stelle neue Häuser vorsieht, modernere. Aber Sonja Leis will nicht im Neubau wohnen, sondern in ihrer Wohnung bleiben, an der so viele Erinnerungen hängen. Sie wohnen seit mehreren Generationen hier in diesem Quartier. In dieser Wohnung hat meine Oma gewohnt, meine Mama gewohnt und jetzt ich. Auch 8 ihrer Geschwister wohnen direkt nebenan, die Enkel nur ein paar Türen weiter. Warum? Weil Sinti aufeinander aufpassen müssen, sagt Sonja Leis. Ich denke mal, also das vom Krieg her, von der Nazi-Zeit, dass das alles noch in uns drin steckt, ganz sicher. Diese Ängste, diese Verlustängste auch. Und deswegen klammern wir uns auch so an unsere Wohnung, weil wir sagen, hier sind wir sicher. Hier fühlen wir uns geborgen und nicht verfolgt. Sterna Meinhardts Eltern wurden verfolgt, sind Überlebende des Holocaust. Eine Vertreibung von hier wäre für sie kaum zu ertragen. Wieso gibt dieser Staat, der unser Volk vernichten wollte, uns eine Wiedergutmachung, um sie irgendwann wieder einfach zu nehmen? Man hat es unseren Älteren genehmigt und als Wiedergutmachung hingestellt. Und was ist jetzt passiert, dass es weggenommen wird? Ob die Häuser wirklich als Wiedergutmachung an die Sinti gegeben wurden, sicher ist das nicht. Auch nicht, ob es ein lebenslanges Wohnrecht gibt. Die Stadt teilt mit, sie überprüfe das momentan. Sollte sie keine Belege finden, das Misstrauen der Sinti gegenüber den Gadje, den Nicht-Sinti, es würde noch wachsen. Auch uns trifft dieses Misstrauen plötzlich, völlig unvorbereitet, während der Dreharbeiten. Es ist jetzt hier gerade zu einem Zwischenfall gekommen. Ich bin von 2 Männern massiv bedroht worden. Wir wurden als Nazis beschimpft. Wir hätten kein Recht, Sinti zu drehen. Und wir sollten uns hier nie wieder blicken lassen. Aus diesem Grunde brechen wir die Aufnahmen jetzt ab. Später bitten uns einige Sinti, im Fernsehen nicht über diesen Vorfall zu berichten. Er würde ein schlechtes Bild auf ihre Kultur werfen. Den Bewohnern des Ahornweges bleibt ein Trost. In frühestens 7 Jahren müssten ihre Häuser den geplanten Neubauten weichen. Viel Zeit, in der sich noch einiges ändern kann.